So, nun ist mir Gustav Gressel zugeschaltet, Militär- und Osteuropa-Experte am European Council on Foreign Relations. Herr Gressel, ich grüße Sie. Hallo. Nun, also einen Tag nach diesem Gefangenenaustausch kam dann auch die Meldung aus Moskau von Kreml-Sprecher Peskov, dass Wadim Krasikov also tatsächlich ein Agent des russischen Geheimdienstes FSB ist. Wenn Sie das so zusammennehmen und bewerten, wie überraschend kam das denn heute für Sie? So überraschend, wie das die Heilige Nacht am 24. Dezember stattfindet. Das hat man im Grunde vorher schon gewusst. Es wurde halt nicht offiziell bestätigt, aber ja, das war völlig klar, dass er ein Agent des FSB ist. Auch das deutsche Gericht, das ihn verurteilt hat, hat ja von einem Auftragsmord im Staatsdienst gesprochen. Also das ist im Grunde amtsbekannt. Ist das, wie interpretieren Sie das denn, dass man das jetzt nun auch offiziell einräumt? Sind das Grüße aus Moskau? Ist das auch noch mal ein Hinweis darüber zu sagen, wir sitzen am längeren Hebel? Naja, an und für sich hat Moskau jetzt schon weniger zu verlieren. 2019, als der Tiergartenmord stattfand, hat man sich ja nicht offiziell dazu bekannt. Da waren die Beziehungen zu Deutschland noch was anderes. Da hat man eine gewisse Hoffnung gehabt, dass Deutschland die deutsche Außenpolitik, die Außenwirtschaftspolitik von Nord Stream 2 angefangen, europäische Sanktionen im Kriegsfall mit der Ukraine verwässern könnte, dass Deutschland sozusagen oder das Deutschland, das man kultiviert hat über diverse Einflussagenten und Meinungsträger, die im Dienste Russlands gearbeitet haben, von einem Ex-Bundeskanzler angefangen bis zu diversen anderen Leuten, dass man das nochmal politisch brauchen kann. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Deutschland ist hier kein Sonderling mehr in der Europäischen Union. Bei Militärhilfe an die Ukraine, auch bei den Sanktionen ist Deutschland hier mit dabei, wie man es sich von einem Bündnispartner erwartet. Deshalb kann es dem Kreml jetzt im Grunde egal sein. Und wenn man es zugibt, dann sendet man natürlich ein gewisses Signal an Oppositionelle im Ausland aus, dass man sozusagen sie wieder jagt und dass man Agenten hat, die man nach ihnen schickt. Man holt dann auch alle wieder nach Hause. Auch Dimitri Medvedev hat ja gestern schon gesagt, die sollen sich alle freigelassen jetzt schon mal direkt einen anderen Namen besorgen, weil man da eben der Sache noch hinterhergehen möchte. Aber was heißt denn das auch, dass jetzt dieser Deal zwischen dem Westen und Russland auch geschlossen worden ist? Adelt man nicht so auch die Methoden des Kreml? Ja, natürlich. Das ist eine Abwägungssache, die man sich bei all diesen Geiseldeals stellen muss. Also Moskau hat ja seit Krasikov inhaftiert wird, angefangen, wirklich politische Geiseln zu nehmen und auch bewusst mit dem Ziel, sie eben einzutauschen. Und man hat zuerst amerikanische Staatsbürger festgenommen, als das eben nicht gefruchtet hat, weil hat man dann auch deutsche Staatsbürger unter komplett erfundenen Anschuldigungen in Belarus zum Tode verurteilen lassen oder in Moskau bzw. St. Petersburg zu sehr hohen Haftstrafen verurteilen lassen. Die wurden jetzt zurückgetauscht. Das ist Geiselpolitik, wie wir es sonst von Organisationen wie den Taliban oder Al-Qaida kennen. Äh, äh, Natürlich gab es auch in der Vergangenheit der Bundesrepublik Geiseldeals, muss man auch sagen. Und das ist dann halt eben auch Abwägungssache. Ein Staat hat gegenüber seinen Bürgern eine gewisse Schutzpflicht und muss diese immer im Einzelfall abwägen gegen das Allgemeininteresse des Staates, nicht erpresst zu werden und seine politische Souveränität, also freie Entscheidungen zu treffen, zu wahren. Und ja, dann ist es halt immer eine schwierige Frage, ab welchem Punkt man auf die Forderungen des Geiselnehmers eingeht, wen man abtauscht, unter welchen Bedingungen man abtauscht, wie sehr man, wie sehr man dann weiteres Verhalten ermutigt. Aber auf der anderen Seite natürlich will man auch sein eigenes Personal nicht im Stich lassen. Es muss ja hier auch gesagt werden, dass der deutsche Staat, die Bundesregierung über Jahrzehnte Bürger gerade nach Russland und Belarus im Zuge von Kulturaustauschen geschickt hat, im Zuge von vertieften Wirtschaftsbeziehungen, dass eigentlich bis zum Abend des Krieges der Aufrechterhaltung von Gesprächskanälen das oberste Gebot war und dementsprechend auch viel deutsches Personal in Russland da war, dass nun jetzt Dispositionsmasse für russische Verhaftungen und Geiseldeals ist. Und da kann man sich natürlich auch nicht so einfach von seiner Vergangenheit und von den vergangenen Entscheidungen lösen.
Also ein Umdenken müsste in diesen Fragen jetzt auf jeden Fall auch stattfinden. Immerhin, das Team vom ja auch getöteten Oppositionellen von Alexei Nawalny ist zumindest glücklich über diesen Austausch. Herr Gressel, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Analyse. Vielen herzlichen Dank.